Salut Weltrettende! Bienvenue zu einem Tagebucheintrag von mir, Pierre de Varignon, französischer Wissenschaftler, Mathematiker und Physiker. Heute geht es um ein Grundgesetz der Mechanik, an dem ich maßgeblich mitgearbeitet habe, dem Gleichgewichtsaxiom. Also dann, on y va! Zunächst kläre ich dich auf, was das Gleichgewichtsaxiom ist. Genauer gesagt zeige ich dir, wann zwei Kräfte im Gleichgewicht sind und was das mathematisch bedeutet. Dafür habe ich auch noch ein kleines Beispiel aus dem Alltag vorbereitet. Aber dazu später mehr. In der Starrkörperstatik gibt es 4 Grundgesetze. Das sind das Gleichgewichtsaxiom, das Axiom vom Kräfteparallelogramm, das Linienflüchtigkeitsaxiom und das Wechselwirkungsaxiom. Diese Gesetze bedürfen keiner Beweise und ergaben sich durch Beobachtungen von mir und meinen Kolleginnen und Kollegen. Durch meine Experimente mit Gewichten kenne ich mich vor allem mit dem Gleichgewichtsaxiom und dem Axiom vom Kräfteparallelogramm aus. Aber bevor wir da tiefer einsteigen, habe ich noch einmal eine kleine Revue für dich. Kräfte geben an, wie stark zwei Objekte aufeinander wirken. Zudem ist sie Ursache von Bewegungs- und Formänderungen an Objekten und ist proportional zur Beschleunigung. D'accord. Meine Beobachtungen beziehen sich zwar eigentlich auf Experimente mit Gewichten und Seilen, aber dieses Beispiel ist vielleicht etwas anschaulicher. Die zwei Mademoiselles machen gerade einen Mix aus Akrobatik und Yoga. Das funktioniert so ausgezeichnet, weil die beiden eine ganz besonders starke Körperspannung haben. Denn überall hier wirken zum Beispiel Gewichtskräfte und Muskelkräfte. Schauen wir uns die untere Turnerin an. Sie kann das Gewicht bzw. die Gewichtskraft der oberen Frau mühelos ausgleichen. Wie wir sehen, sehen wir nichts. Die obere Frau befindet sich nämlich im Gleichgewicht. En équilibre. Ich konnte durch Experimente mit Flüssigkeiten und starren Körpern beweisen, dass genau 3 Bedingungen erfüllt sein müssen, damit sich ein starrer Körper im Gleichgewicht befindet. Die Kräfte müssen auf der gleichen Wirkungslinie liegen, einen gleich großen Betrag haben und entgegengesetzt gerichtet sein. Wenn dies der Fall ist, dann besteht ein Kräftegleichgewicht. Beide Kräfte, also F1 und F2, wirken in unterschiedlicher Richtung und ergeben zusammen in der Summe 0. Wenn wir ein Koordinatensystem anlegen, lässt sich erkennen, dass die obere Kraft in die negative y-Richtung zeigt und die untere Kraft in positive Richtung. Die Betrachtung des Betrags war übrigens vorher keine Normalität. Erst der Kollege Newton konnte die exakte Betrachtung in die mechanische Philosophie einbringen. Nun ergibt sich die Summe der zwei Kräfte, wie schon gesagt, zu 0. Attention! Lass es mich nochmal auf den Punkt bringen. Zwei Kräfte sind im Gleichgewicht und ebben damit ihre Wirkung auf den starren Körper auf, wenn sie auf der gleichen Wirkungslinie liegen, den gleichen Betrag haben und entgegengesetzt gerichtet sind. Das Resultat ist, dass der Körper nicht beschleunigt wird und die Summe der Kräfte 0 ergibt. Das Gleichgewicht gilt auch dann, wenn sich der starre Körper mit einer konstanten Geschwindigkeit bewegt. Du guckst übrigens richtig. Der starre Körper ist hier wirklich eine Kartoffel. Ein Alltagsgegenstand vom Feld meines Vaters, der mich zu den Versuchen inspiriert hat. Aber ich schweife ab. Zurück zu den beiden Turnerinnen und den zu betrachtenden Kräften. Wenn die untere Mademoiselle nun von ihren Kräften verlassen wird, der blaue Kraftpfeil also kleiner wird, dann kann sie das Gewicht nicht mehr halten. Die beiden Kräfte sind jetzt unterschiedlich groß und die obere Turnerin fällt zu Boden. Oh mon Dieu! Schauen wir uns das nochmal im Detail an. Legen wir erneut ein Koordinatensystem an, siehst du, dass der obere Kraftpfeil in negative y-Richtung zeigt und der untere erneut in positive. Gleichen sich die Kräfte weiterhin aus? Die Berechnung ergibt die Lösung. Das Ergebnis lautet nicht mehr 0, sondern minus 200 Newton. Die obere Dame fällt also nach unten. Alors,
Jetzt weißt du, dass sich ein Körper im Gleichgewicht befindet, wenn die zwei angreifenden Kräfte auf einer Wirkungslinie liegen, den gleichen Betrag und eine entgegengesetzte Richtung haben. Diese angreifenden Kräfte ergeben in Summe 0. Und noch ein kleiner Hinweis: Ein Körper kann sich natürlich auch im Gleichgewicht befinden, wenn mehr als zwei Kräfte wirken oder die Kräfte nicht auf einer Wirkungslinie liegen. Dann muss die Summe aller an den Körper angreifenden Kräfte sowie das resultierende Moment gleich 0 sein. Zu Momenten erfahrt ihr mehr in einem anderen Video. Da siehst du, das war doch gar nicht so schwer. Nun aber, vite, vite, die Welt wartet auf dich. Au revoir.